Hallo, ich bin Jan von Jan Zander Design. 2018 habe ich mein eigenes Unternehmen hier in Hamburg gegründet. Mit Jan Zander Design sind zwei Geschäftsbereiche verbunden. Einmal das Designstudio und auf der anderen Seite die Kollektion mit den handgemachten Schreibgeräten. Mit dem Designstudio biete ich Designdienstleistungen an, speziell für die Schreibgerätebranche. Von der Analyse bis zum ersten Entwurf begleite ich die Firmen mit deren Vorstellung, wie ihr neues Design aussehen soll. Ich erstelle Mockups, sodass man anhand von den Prototypen erkennen kann, wie die Form, wie die Funktion sein soll und diskutiere das mit den jeweiligen Unternehmen. So, dieses sind die Teile, aus denen der Alter Ego gebaut wird. Wir haben hier Messingteile, Ebonit, Bronze, die Feder, der Konverter, der Kopf. Anfangen werden wir jetzt mit einem Messingstück. Aus diesem Messingstück wird dieses Vorderteil, das in den Behälter geklebt wird, gefertigt. Zu den Metallteilen brauchen wir den Kopf, der gegossen ist. Der wird dann anschließend noch versäubert und geschliffen, poliert. Der Clip, der ein Gussteil ist, der wird auch versäubert, poliert und später galvanisiert. Das Vorderteil, womit dann die Feder verbunden verschraubt ist, wird nachher noch poliert und strichmattiert. Dann das Ebonit. Das ist das Rohebonit, welches ich hier schon ein bisschen vorbereitet habe, auf die Längen, die wir brauchen für die Kappe, für den Behälter. Und das wird nachher an der Maschine von Hand gedrechselt. Gut, aus dem Metallteil, aus dem Messing. Ich brauche einen Außendurchmesser ungefähr von 12 mm. Das hat jetzt hier 12,78. Innen kommt ein Gewinde, ein M9er Gewinde rein. So, aus dem Stück werden wir das jetzt mal machen. Das jetzt mal abplanen. Wird zentriert. Damit das Loch, was dann reinkommt, schön im Zentrum sitzt und nicht aus dem Zentrum sitzt. Das ist nachher ziemlich wichtig für die Passgenauigkeit der Kappe und Behälter. Dann wird vorgebohrt. Das geht ungefähr so 15 mm, 20 mm rein.
Das hatte jetzt ungefähr so einen Durchmesser von 6 oder 7 und wird jetzt immer weiter aufgebohrt. So, Gewindeschneider. Wo ist er? So, jetzt haben wir den Innengewindebohrer mit dem Vorbohrer und mit dem Endbohrer. Ich werde jetzt mal ein bisschen vorschneiden. Das ist ein Schneidöl, macht das ein bisschen einfacher und gibt einen glatteren Schnitt. Muss man sehr vorsichtig einführen und langsam anfangen von Hand. So, den gleichen Vorgang nochmal mit dem Endgewindeschneider. Ja, da passt er. Gut. So, nachdem das Gewinde jetzt drin ist, werde ich ein Stückchen aus dem rausnehmen, damit das Vorderteil nachher besser abschließt, weil so haben wir natürlich noch ein Stück Anfanggewinde. Das wäre schöner, wenn das ja, einfach ein Stückchen weniger Material ist. Dann wird noch mal kurz nachgeschnitten. Oh, jetzt ist wieder ein Grad entstanden. So, zur Kontrolle kann ich schon das Vorderteil nehmen und schon mal einschrauben, ob das auch alles so sein soll, wie es sein muss, dass das schön abschließt. Ja, hier sieht man, dass das noch nicht perfekt ist, also muss noch mal weiter reingedreht werden. Das gleiche nochmal. Jo, jetzt schließt es ab. Also 75 Zehntel müssen verschwinden.
dreht man hier die Skala auf 0. Kann man schon mal 5 Zehntel wegnehmen. Und nochmal nachmessen, wie viel jetzt müssen 5 Zehntel weniger sein. Jetzt haben wir ja 26, also nochmal 26 weniger. Gut. Jetzt schneiden wir das Außengewinde mit M12. Dazu phase ich das leicht an, damit der Gewindeschneider besser reinpasst. Und eine bessere Passung hat. Wie das Schneidöl, das immer sehr wichtig ist, gerade weil es jetzt so ein bisschen grober ist. Und auch direkt aufs Endmaß geht. Am Ende brauche ich so um die 2-3 Gewindeumdrehungen. Jetzt ist das alles noch sehr scharfkantig und deshalb werde ich das jetzt schon mal polieren, damit die Scharfkantigkeit nachher rausgeht und es besser nachher ins Gewinde von der Kappe passt. Jetzt ist das Gewindeteil fertig und können wir uns jetzt den anderen Metallteilen zuwenden. Es geht einmal um den Clip, der versäubert werden muss, der nachher poliert werden wird, und den Kappenkopf, wo mein Logo drauf ist. Da werde ich jetzt den Gusskanal absägen und weiter bearbeiten. So, dann wird weiter gefeilt. Der Gusskanal wird ein bisschen abgenommen weiter. So, das ist ungefähr 6 mm nachher haben. Da ist die Gusshaut, das ist eigentlich ganz gut, wenn man sie wegnimmt. Dann passt es nachher besser an die Kappenbohrung.
So, die werden wir nachher auf die Maschine aufnehmen und die Gusshaut weiter versäubern. Mit dem Clip ist eigentlich genau das gleiche schon passiert. Ich habe die Gusskanäle schon abgesägt. Jetzt wird das Material ein wenig verdichtet, damit der Clip eine schöne Spannung nachher bekommt und schön federn kann. Das langt eigentlich schon. Das sind nämlich kleinere Feilen. Und da könnte ich nochmal nach. Ist das ein spezielles hartes Holz, dieser Nagel, der da rauskommt am Tisch? Das ist der Pfeilnagel? Nee, das ist eigentlich ein ganz normales Holz. Das nutzt sich dann einfach so ab. Genau, man kann da so Kerben auch einfeilen, damit man eine gute Auflage hat, dass mir das Werkstück nicht wegrutscht. Oder wenn man mal durchbohrt und so weiter. Also normalerweise ist der länger, aber im Laufe der Zeit nutze ich natürlich das Teil ab. Und gerade wenn man noch Ringe hat, die wird man dann hier drauf legen und dann feilt man hier an dem Nagel. So, jetzt habe ich verschiedene Schmirgellatten. Mit denen wird es dann fein geschmirgelt, sodass dann wirklich dass man nur noch kurz rübergehen muss, wenn man polieren will. Also man auch hier wieder von grob auf fein immer wichtig, dass du nachher nicht so viel polieren musst, dass es wirklich nachher eine ganz schöne polierte Oberfläche bekommt. Das nennt man das Versäubern bei den Goldschmieden. Wenn da ein Gussstück ist, welches geschmirgelt und gut vorbereitet wird zum Polieren. Jetzt kann der zum Polieren und den nehmen wir jetzt auf an die Drehbank. Machen ihn auch mit 400er. Vorher auch ein bisschen weniger, mit 240er Schmirgellatte und die 400er. So. Dann geht es an die Poliermaschine. Parallel zu meiner Gründung vom Designstudio habe ich Schreibgerätelinien entworfen und entwickelt, welches ungefähr 2 Jahre gedauert hat. Angefangen habe ich mit dieser Alter Ego-Serie, die 3 unterschiedliche Moods haben. Die haben Füllfederhalter, Rollerball und Kugelschreiber in 2 verschiedenen Materialien mit Ebonit und mit Grenadilholz und zusätzlich unterschiedliche Metallfittings.
Außerdem kriegt man jeden Füllfederhalter mit einer Stahlfeder oder mit einer Titanfeder oder Goldfeder. Mit dem Design von dem Imagine Füllfederhalter habe ich eine sehr moderne und bauhausorientierte Linie entworfen. Mit einem Clip, den man austauschen kann, mit einem Magnetverschluss und mit einem Carbon bekommt er eine besondere Modernität. Da ist jetzt ganz wichtig, dass die Oberfläche perfekt ist. Weil der nächste Schritt ist ja dann das Galvanisieren. Und wenn man dann Fehler entdeckt, dann kann man alles normal machen. Das heißt, dann muss man es wieder komplett runterpolieren und wieder zum Galvanisieren geben. Das kostet Zeit und viel Aufwand. Deswegen ist jetzt ganz wichtig, dass dieser Schritt wirklich perfekt ist. Mit dem Cocoon habe ich ein Design verfolgt, was von der Idee des Zigarrenetwies kam. Durch einfaches Zusammenschieben und Auseinanderziehen kommt man so direkt an das Schreibgerät. Hergestellt aus vegetativem Leder in Rot, in Braun und in Schwarz bekommt man einen Füllfederhalter, einen Rollerball in unterschiedlichen Materialoberflächen. Dann wieder das Ultraschallbad. Das wird auch jedes Stück einzeln, damit es nicht aneinander scheuert. Gut, das dauert jetzt eine Weile. Die Metallteile sind soweit fertig. Und jetzt kümmern wir uns um die Kappe, die ich aus Ebonit machen werde. So sieht das Ebonit in Rohform aus. Hat eine leichte Haut, eine Struktur. Ich habe aber schon das etwas vorbereitet, etwas auf Länge und auf Durchmesser für die Kappe und für den Behälter gedreht. Als erstes nehmen wir uns mal die Kappe vor. Eigentlich nicht, also es ist jetzt ein bisschen, ich muss die Laufstärke ein bisschen reduzieren, das jetzt läuft zu schnell. Kann das verbrennen? Das kann verbrennen, ja. Wenn du es zu heiß hast, dann kann er sich auch festsetzen. Das ist wie bei Metall eigentlich auch. Also die richtige Laufgeschwindigkeit ist gut, ist zum Werkstück. Hier muss ich auch immer wieder ein bisschen rausfahren, damit sich das, was du Freigebot hast, nicht festsetzt. Weil ich will jetzt einmal komplett durch. Deswegen muss ich auch immer schon mal ein bisschen weiter rein. Den Reitstock festsetzen und dann kann ich hier wieder ein Stück reindrehen. Wieder ein bisschen raus. Es ist halt wichtig, dass das ja nicht hier, das ganze Material muss raus. Ne? Also sonst wird es dann wird es zu heiß und setzt sich fest, gerade wo er hier nicht mehr keinen Ausgang sozusagen findet. Also bis hierhin macht er ja quasi zu und da kommt das Material dann nicht mehr aus dem Bohrer raus. Aber ich muss einfach, es gibt auch längere Bohrer, aber es geht auch wunderbar mit dem jetzt hier. So, der ist jetzt auch durch. Warum ist das Ebonit jetzt so grünlich? Du hast ja gesagt, du machst einen schwarzen Füller. Das ist von der Struktur, also von der Zusammensetzung des Materials selber. Du riechst es ja ein bisschen, hat so ein bisschen Schwefelanteil. Und das liegt in dem Prozess selber, wie Ebonit hergestellt wird. Das ist ja ein Hartgummi. Und durch einen Schwefelanteil wird dieses, ich sag mal, das ist, glaube ich, das ist ja von dem Baum. Von dem Gummibaum
wird das Kautschuk hergestellt. Und durch einen weiteren Prozess mit Schwefel wird es dann zu einem Hartgummi. So, und das Material sieht jetzt mal ein bisschen gräulich aus oder grünlich aus, aber nachher, wenn es poliert wird, ist es perfekt schwarz. Okay. Und, also ein Überraschungspaket. Überraschungspaket, genau. Man traut es dem Material, so wie es jetzt aussieht, nicht zu, dass es wirklich ein schönes, glänzendes Schwarz ergibt. Im Moment sieht das wirklich ein bisschen unansiedlich irgendwo aus. So, ist einmal durchgebohrt. Jetzt bohren wir mit einem größeren Bohrer. Das kann auch gleich schon ein 10er sein. Circa 50 mm rein. Hier müssen wir wieder rausfahren. Und auch die Position hier so einstellen, dass man nicht zu tief reinkommt. Soll auf 52 eingebohrt werden. Gut, der nächste Schritt ist, dass wir mit dem Innen zum Ausdrehen mit dem Meißel hier und werden dann auf 11,2 den Innendurchmesser erreichen. Das hat jetzt den richtigen Durchmesser, damit wir das Gewinde einschrauben können oder einarbeiten. Und Öl brauchen wir zum Schneiden jetzt nicht, weil das Material so weich ist, oder würde das kontraproduktiv sein? Ja, man kann es machen, ich mache es eigentlich nicht, weil ich denke, das Material verkraftet es eigentlich sehr gut, ohne Schmiermittel auszukommen. Also insofern, ich mache es immer ohne und auch gerade mit dem Vorbohren oder Vorschneiden merkt man sofort, das geht so einfach. Das ist einfach wie Butter. So, dann nimmt man den anderen. Das ist ein Vorschneider und dann schneidest du das Gewinde nochmal rein. Genau. Das ist noch nicht perfektes, also es ist ein bisschen kleinerer Durchmesser. Die Flügel oder die Winkel sind noch nicht ganz so ausgereizt sozusagen, sodass es wirklich auf dem Endmaß ist, damit man das Material nicht zu sehr belastet. Das Endmaß und das richtige Gewinde schneidet man jetzt mit dem Endgewindeschneider. Und auch hier muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht zu sehr Druck ausübt.
kann man hier jetzt auch noch was kaputt machen in dem Schritt? Eigentlich nicht. Also jetzt ist es ein bisschen gelockert, aber eigentlich du kannst, wenn du nicht die Materialstärke hast, dann kann natürlich das Material reißen, weil natürlich kommt hier schon ein Außendruck zustande und dann kann das schon passieren, dass dir was wegreißt. Deswegen ist es immer ganz gut, man schneidet das Gewinde zuerst und hat man dann eine gute Materialstärke, um weiter die Kappe zu bearbeiten. Wenn man gleich dünn anfangen würde, dann würde man, oder ich sag mal, die Endmaßkappe nehmen und du hast hier 1 Millimeter Wandung und schneidest dann das Gewinde ein. Da wird man Probleme bekommen. Das reißt. Gut. Ja, so wollte ich es haben. Man kann jetzt auch ausprobieren, wenn man das Vorderteil noch mit einbaut, dreht man das schon hier auf. Und dass er nichts schleift, dass man nicht schon hört, da ist irgendwie was noch nicht so sein soll, wie es sein muss. So muss das nachher sein. Genau. Gut, dann nehmen wir die Aufnahme. Dafür habe ich eine spezielle Aufnahme, weil das jetzt von Hand gedrechselt wird. Wird das jetzt hier aufgespannt auf die Drehbank und dann wird das mit dem Meißel in Form gedreht. Jo, da haben wir das schöne Stück. Mit dem werde ich das jetzt in Form machen. Bei dem Endstück, wo der Kappenkopf nachher raufkommt, brauche ich um die 8,2 mm. Hier unten geht es, wenn wir ein 12er Gewinde haben, auf ungefähr 14 mm außen. Jetzt will ich das so haben, dass es eine leicht bombierte Form bekommt. Das ist natürlich immer sehr viel Handarbeit und sehr viel Feingefühl. Da muss man jetzt sich erstmal rantasten und bis man die Form gefunden hat, muss man immer wieder nachmessen, gucken, ob die Form stimmt. Und ja, das ist eigentlich jetzt quasi der Moment, wo die Handarbeit am meisten jetzt ausschlägt und zutage kommt. Das ist eigentlich auch das Schönste, was eigentlich richtig Spaß macht. Und jetzt hat man auch unterschiedliche Materialien. Man kann das mit dem Ebonit machen, man kann das mit Holz machen. Und jetzt kann man sich so richtig in seiner Drechslerhandwerk kann man sich ein bisschen austoben. Und das macht auch Spaß. Mal ein bisschen zurückfahren, dass man ein bisschen mehr Platz hat. Also im Moment habe ich hier das auf einem Durchmesser ungefähr von 16 mm und ich weiß, dass ungefähr bei 1/3 vom Kappen müsste es auf 15,7. Das ist so ein Maß, was ich im Kopf habe und das werde ich auch gleich nochmal nachmessen. Und die Endmaße, die habe ich ja auch gerade schon ungefähr gesagt und eigentlich ist das... Hast du jetzt nicht markiert oder so, das hast du einfach ein Gefühl? Habe ich im Moment, ich werde es dann hier noch ein bisschen genauer machen, aber das ist jetzt so quasi die Vorarbeit. Und hier sieht man so, wie ich mich jetzt so langsam rantasten werde. Hier soll die Wölbung ein bisschen stärker sein und hier fällt es nachher ein bisschen ab. So, und ab einem gewissen Punkt, der liegt ungefähr hier, soll das ungefähr auf 15,7. Also ist nie jeder Füller vom gleichen Maß, den du brauchst? Nee. Ja gut, also... Das ist komplett Handarbeit. Das komplett Handarbeit, also was ich natürlich immer brauche, weil das natürlich Gussteile sind, ist der Kopfdurchmesser, der hat 8,2. Aber hier muss ich mich auch immer ganz vorsichtig rantasten, dass ich die nicht unterschreite. Weil ich kann natürlich von der Länge damit was abnehmen, dann wird der Durchmesser größer.
aber dann wird auch die Kappe kürzer. Und es ist natürlich, irgendwann ist halt Schluss, dann funktioniert das natürlich nicht mehr. Dann stößt die Feder vorne an und so weiter, das funktioniert nicht. Also muss ich natürlich schon aufpassen, dass ich hier mit diesem Endmaß von 62 ungefähr habe ich hier, dass ich da diese 8,2 einhalte. Und das mache ich jetzt erstmal mit dem Meißel und nachher schleife ich das mit Schmirgelpapier und komme dann immer feiner, will ich immer feiner anschleifen, dass ich da die Kontrolle quasi habe über die. Aber erstmal muss man das so ein bisschen in den Grundshape bekommen. Der Rest wird jetzt mit der, man nimmt jetzt die Pfeile oder man nimmt ein Schmirgelpapier und da geht es genauso wieder mit dem Groben, fängt man an und bis es ganz fein ist, weil auch hier ist es jetzt wichtig, dass man keine Delle reinmacht oder keine Unebenheiten. Auch jetzt hier wahnsinnig, muss man aufpassen, dass man das nachher eine schöne Oberfläche bekommt. Es macht jetzt den nächsten Prozess, also des Schleifens, ist jetzt sehr wichtig. Ja, so tastet man sich so langsam an. Jetzt ist es ja fast bei 8,7. Hier unten waren wir bei 14,3. Hier, wie gesagt, um die, so wollte ich gerne 15,7 haben. Jetzt haben wir 15,69. Das sieht doch schon gut aus. So, jetzt kommt quasi das Feinschleifen. Ich kann jetzt hier nochmal du siehst schon, es wird immer dunkler, je feiner man arbeitet, nähern wir uns dem Schwarzen an. Ja, hier sieht man noch dieses Braun, den Abrieb. Aber guck mal, das Tonmaterial sieht eigentlich so aus. Gut. So, dann können wir mit dem Behälter weitermachen. Ja, so nähere ich mich langsam dem Shape, den ich gerne haben möchte. Und eigentlich setze ich das so, wie ich die Kappe gemacht habe. So werde ich jetzt auch den Behälter machen. Ich werde ihn langsam so in die richtige Form drehen. Nachher wieder schön schleifen. Und dass er fertig ist zum Polieren. So, nach dem Galvano-Prozess werden wir jetzt die Teile verheiraten sozusagen. Bevor wir das machen können, müssen wir natürlich die fein geschliffenen Ebonitteile schön polieren. Das machen wir jetzt. Dafür haben wir eine spezielle Kunststoffschwabbel, die mit verschiedenen Pasten benetzt werden und dann
einen schönen Glanz ergeben. So, auch das müssen wir jetzt wieder ein bisschen sauber machen. Und wenn es braucht nicht lange, muss noch ein bisschen vom Dreck befreit werden. Wir haben jetzt das Logo, mit dem Z-Logo. Und um das ein bisschen besser zu visualisieren, lege ich das jetzt mit einem schwarzen Lack aus. Das ist sehr, sehr filigrane Arbeit, weil ich habe den dünnsten Pinsel, den man überhaupt kriegen kann. Und wie man sieht, will ich so wenig Lack wie möglich über den Rand bringen und möglichst in der Vertiefung bleiben. Dazu muss ich auch die Lupe nehmen, die noch ein bisschen näher rangehen kann. So, das muss jetzt 24 Stunden trocknen und danach wird die überschüssige Farbe weggenommen. Das vorbereitete Gewindestück wird jetzt mit dem Behälter, mit dem Ebonit und polierten Behälter verklebt. So, das langt. So, zum Aushärten wird es hier raufgesteckt und in der Zwischenzeit wird dann die Kappe mit dem Kappenkopf und den Clip montiert.
Aus der Limited Edition Serie Inspired By habe ich dieses Schreibgerät mit dem Thema Mercedes-Benz Silberpfeil W132 hergestellt. Nur 50 Stück werden davon hergestellt. Jeder Kunde erhält seine eigene Startnummer. Das Vorderteil erinnert an die Reifen, an die Rennreifen. Stilisiert sind die Luftschlitze, massiv aus Aluminium hergestellt, handgedreht. Aus der Inspired By Edition ist anlässlich der Pariser Pen Show letztes Jahr dieses Jugendstilgerät entstanden. Namensgeber ist Guimard, der ein sehr, sehr wichtiger Art Nouveau-Künstler in Paris war. Dieses Overlay habe ich von Hand ausgesägt und geformt. Aus 925er Sterling Silber. Die neueste Edition aus der Serie Inspired By ist Quentin Tarantino. Gelb, schwarz und das Schwert symbolisiert den Film Kill Bill. Nur 10 Stück werde ich davon herstellen, wobei auch schon ein paar verkauft sind.